Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Stanley Parable. Beim letzten Mal habe ich euch ja das Confusing Ende gezeigt und dann noch dieses Fake Broom Closet Ende gezeigt und diesmal werde ich euch das, ich habe keine Ahnung wie das Ende heißt, aber auf jeden Fall, ihr kennt ja schon mittlerweile den Weg aus dem ersten Teil, wo es diese Treppe zum Chef des Büros gibt. Zum Büro des Chefs gibt, nicht zum Chef des Büros, what the fuck. Ja, und diesmal werde ich nicht nach oben gehen, sondern nach unten. Mal gucken, was uns da erwartet. Ja, jetzt kommt wieder das Intro. Das brauchen wir jetzt nicht mehr sehen, das haben wir ja schon gesehen. Und da geht's auch schon los. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, kennen wir ja schon das ganze Gequatsche. Ist nichts Neues für uns. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Machen wir doch mal links gehen direkt. Also wie gesagt, wir machen fast alles so, wie er uns das sagte, bis auf den Schritt zum Büro des Chefs. Not a single person here either. Da kann man auch schon wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. So, und das ist auch die Stelle, die ich meine. Wir gehen diesmal nicht nach oben in das Büro, sondern wir nehmen die Treppe nach unten. Geht nicht auf, gut. Weiter. Rotes Licht. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, what the fuck, hier ist schon wieder das Auto. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him? Wir können echt nicht unsere Füße sehen und die Türen natürlich schließen sich auch hinter uns. These rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange, this can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. Scheiße, Mann, wie oft soll ich denn hier noch lang laufen? Das ist doch langweilig mittlerweile. Dreaming! He yelled. Ja, Stanley hinterfragt hat so ziemlich alles, was hier passiert und er denkt jetzt, dass er träumt. Stanley felt. Weil das kann ja alles nicht real sein, was hier passiert. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. Ja, Stanley ist gerade mal aufgefallen, dass eine Stimme immer beschreibt, was er sagt, macht, tut. The truth was that, of course, this was not a dream. Ich habe keinen Bock mehr hier rumzulaufen. Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin. Stanley will jetzt aufwachen, um zu weisen, dass das alles jetzt kein Traum, also dass es wirklich ein Traum ist, was er hier erlebt und nicht die reale Welt. Deswegen haben wir jetzt mal die Augen geschlossen. He thought to himself,
I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please. It's all I want. Stanley will einfach nur seine I Knöpfe want my drücken. apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Okay. Ja, das hatte ich schon mal im Video gesehen, deswegen wusste ich jetzt, was der da sagt. Das gibt schon als Stanley Screenshot. began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just Wow. someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Okay. Wir sind tot. Glaube ich. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. Also es scheint, dass das ist Stanley, der Mann, der jetzt in der Mitte liegt. Es scheint, als wären wir auf der Straße rumgelaufen und hätten geschrien, dass wir aufwachen wollen. Dementsprechend denke ich mal, dass wir wirklich geträumt haben, was da alles passiert. Und dann sind einfach unsere Nerven zerstört worden und wir sind verreckt. Und diese Frau Mariella hat uns jetzt halt gefunden. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. So, also die Frau steht jetzt so 5 Minuten neben uns. Fällt ihr aber dabei ein, dass sie ein wichtiges Meeting hat, deswegen ist ihr dann egal, dass Stanley stirbt oder beziehungsweise dass er tot ist und ruft keinen Arzt oder sonst was. Dann geht sie einfach weiter. Also ich denke, das ist ja normal, ne? Das liegt einfach, meine Karriere ist auch wichtiger, ne? Ja, wie wir sehen, sind wir jetzt schon wieder im Büro, gespawnt. Die Story fängt jetzt wieder von vorne an. Ja, und das war's dann auch schon für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch, wir sehen uns das nächste Mal wieder, damit wieder was schön Mindfunkiges passieren. Das kann ich schon mal versprechen. Bis dahin, ciao!